Get down in the car, what can give it all? Bust it open hard, let me see you jump. Get down in the, get down in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt noch jemand. Da kommt. Und Ben holt sich mit dem Sieg einfach sensationell. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz herzliches Willkommen heute hier in Zandvoort zur zweiten Station unserer Historic Formula One Masters. Und gleich zu Beginn gibt es sowohl gute als auch weniger schöne Nachrichten. Die weniger schönen natürlich zuerst. Leider ist der Computer unseres aktuellen Champions und meisterschaftsführenden Leon kaputt gegangen, so dass er heute leider nicht am Start stehen kann. Und auch sein Teamkollege Tommy, mein Spezi hier in der Serie, befindet sich im Urlaub und kann deshalb heute nicht starten. Dafür haben wir aber eine faustdicke Überraschung heute hier am Start. Josephine Becker startet heute hier das erste Mal in unserer Serie. Und auch Eugen Kimi Schaf ist wieder zurück im Grid und unterstützt seinem Teamkollegen im Kampf um die Teammeisterschaft und um die Meisterschaft im Allgemeinen. Und da freue ich mich schon sehr. Wünsche ich euch allen ganz, ganz viel Spaß. Welcome, ladies and gentlemen. BTR TV proudly presents the historic Formula One Masters 2025. The historic Formula One Masters 2025, only on BTR TV. Ohne Pfand. Ohne Pfand. Das Pfand ist teurer als das Bier, glaube ich, langsam. Oder nicht? Sehr geil. So, liebe Zuschauer, da sind wir also in Zandvoort hier, das zweite Rennen. Und ich freue mich sehr, dass Josephine heute hier am Start steht. Ja. Jetzt ein neuer Server, oder? Ja, Liga, über die Liga. in League Sessions, in League Sessions 22 Deutsch Uhr. nicht mehr reden. Okay, In 5 minutes starts the race server in League Sessions. okay. I also didn't see Manning Grinnen today. Byron, do you hear something from Manning Grinnen? No, I haven't, mate. Okay. Fire him a message. Ich denke mal, Manning Grinnen wird wieder auf den letzten Drücker kommen. Clever will come Yeah. today, he told me. Okay. I hope so. Why? Why? Different conversation, guys, don't worry. It's not so cool when you have a starting grid from with 10 cars, you know, and the guys in back would also have fun, not only the guys in front. And Kleber is a great racer. I think we have a funny day and a funny race. I hope so. That's important. Yeah. I hope that we didn't have a protest today because I must manage it. Tommy is not there and I don't do this. Wie sagt man? Ich mach das nicht gern. You don't want to be a judge, Patrick. Yeah, I don't want to be a judge between my friends, you know. Ja. Okay, und jeden Moment müsste dann hier auch unser Rennserver aufgehen, sodass sich jeder einloggen kann. We can make an Austrian judge. I only want... Oh, Yeah, no. then today No. René is our judge. Oh, really? Yeah, that's a good idea.
but he is. Yeah, Rennie didn't start, and also Leon didn't start. But I think Leon will give a black flag for his enemy. Leon will give a black flag for his enemy. Renee should be the judge because he knows I'd kill you. If we have a protest, I try to manage it tomorrow when we have a little bit silent. Die helfen, Patrick. And I yeah. The crash analysis we make after the race together in Discord. Je nachdem, wer es ist, verteile ich dann die... Yeah, I know. If it's your enemy in the championship, he will get a 20-second penalty or something. 5 race bands. 5 places back in the next race. 10. Or like Maro Engel today, he has three slow zone penalties in one race. Shit. Yeah. That would be crazy. If you give me a 5 or 10 place penalty, there's other cars to move me that far back. No, I hope we didn't have penalties for something. No, it's a good group. You know, every one of us make mistakes sometimes. Stuff happens. Oh, hey, Doki. Let's see. Labor! Now I have you will to race. Okay, guys, have fun all together. We have 15 minutes of practice. If there's a will, there is a way. Yeah. That's the truth. But for Cleaver, if there is a steering wheel, there is a way. Yeah, if there's a wheel, there's a way. No, it's this. Ja, good luck, guys. Lehne and so on. Good luck. Circuit Park Zandvoort. Grand Prix. The track is wet. Overall 47. Detail 134. Das ist aber noch nass hier. Noch ist, ja, am Anfang ist noch etwas feucht. Aber das ist noch 15 Minuten weg. After 50 minutes you didn't have water on the track. Circa eine Stunde bevor hier das Practice angefangen hat, hat es hier aufgehört zu regnen und ich bin mal gespannt, wie lange hier die Strecke noch feucht ist. Unser Tommy wollte es seinen Konkurrenten hier heute nicht so leicht machen, bevor er in Urlaub gefahren ist und hat hier so die ein oder andere Schwierigkeit mit eingebaut. Ah, Ich bin mal gespannt, ein Qualifying auf abtrocknender Strecke, das hatten wir noch nie. bis wir gerade mal die Reifen warm haben. Da heißt es, das richtige Timing finden und auf die richtigen Reifen setzen. Aktuell sind hier immer noch die Nassreifen die bessere Wahl. Also ich rede vom Qualifying, ne? 6 Runden. Und wie man sieht, haben alle unsere Fahrer hier ein paar Eingewöhnungsprobleme. Erzählt da Out- und Inlet mit oder 6 Runden gezeitete? Für Mischverhältnisse, das mögen die meisten gar nicht. Also die Outlets helfen, soweit ich weiß. All the guys have problems. Now the track is a little bit wet. It's very wet. That was Tommy's joke. But it didn't came rain. We have intermediate. No, dry. or wet. Okay. Don't need intermediate. Ich bin mal gespannt, wie sich so ein Oval-Experte auf dem Lotus 79 schlägt. Ich, gar nicht. Ich fahre einfach nur mit und vernichte euch. 75 ist schon geboten worden. Oh! Oh! Schon erster Totalschaden, gerade aus der Tarzan-Kurve raus. Jan sind ein Rallye-Driver. Und Rennfahrer. Ja, du siehst keine Pfütze, nichts. Aber das ist Wohl immer noch Pfütze. Das ist ja im Training jetzt, kannst du hier alles trocken fahren. Patrick, es ist auf jeden Fall nasser als beim Training in der ersten Session am Anfang. Okay. Also wesentlich. Viel nasser. Und du siehst die Pfützen nicht. Weil scheiß fucking Static Wetter ist. Also ist doch in the Qualifying noch. It will be a little bit wet in the Qualifying. Ja, kannst du von ausgehen.
What the fuck? Alter Falter. Okay, is the practice session is over? Still very wet. The track is dry. Overall 47. That will be a challenge. We have 8 laps, okay. The track is wet. Overall We have? 47. 8 laps in the qualifying. 134. Ja, und damit hat das Qualifying auch schon begonnen und ich denke mal, die ersten Jungs werden hier alle noch mit Regenreifen rausfahren. And all are waiting. Only Bill is... Vanessa Miss ist hier der Erste, der sich raus auf die Strecke traut. Ihr seht, sie ist immer noch nass. Somebody's gotta do it. Good evening, Ben. Hey. Hey, Ben. It's a little bit wet on qualification. A little bit. Still wet? It's too wet. It's a monsoon. Yeah. Gonna drive for the race? Yeah, no wonder Tommy took this week as a vacation. Yeah, exactly. He knew what's what. Yeah, it was a practical joke, I guess. Yeah. We are not laughing. Tommy. Yeah, jokes are supposed to be funny. Yeah. For Tommy, not for us. Mich wundert, dass die jetzt alle schon... Sind nur 25 Minuten. Und da hat Sebastian auch recht. 25 Minuten, das ist nicht so viel. Ja, aber die Strecke trocknet doch sicher ab. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt hier entwickelt. Wenn viele Autos fahren, trocknet die Strecke schnell ab. Ja, aber du willst ja nicht derjenige sein, der die Strecke für die anderen trocken macht. Oh. Ich bin, how they say, Dummkopf. Why? I've gone out with the dry tyres. It's not quite dry, not quite ready. Not even close to dry. Well, if you avoid the wet bits, getting closer, but not quite. No, Kartoffelkopf. Und inzwischen kommen auch hier die ersten Zeiten rein. Michael Draxler hat sich hier schon mal an die Spitze gesetzt, dahinter Robert Simpkins und auf 3 Bill Netzamis. Aber glaubt mir, das hat jetzt hier noch nichts zu sagen. Die Jungs kämpfen erstmal, um hier überhaupt auf der Strecke zu bleiben und einen guten Rhythmus zu finden. If we start on wets, we'll be coming in after about 5 laps, maybe. Yeah, I don't think. We can't start now like this, but maybe in 15 minutes, be closer. Und Josephine ist jetzt hier auch schon draußen auf der Strecke unterwegs und wird jetzt hier ein bisschen aufgehalten von unserem Kleber. Aber noch sind ja genug Runden und ist genug Zeit. Das ist Josephines erste Runde hier. Ups, und da liegt Sebastian in der Mauer. Das Auto sieht okay aus, aber schade, Runde weggeworfen. Josephine hat sich inzwischen auf P2 nach vorne gearbeitet. Car looks okay, Sebastian. Yeah, it's okay. You know, what does that so? It was a good lap on today, 6 tenths. Jetzt ist Eugen Scharf auf 2 nach vorne gefahren, auf 4 aktuell unser Wolfram. But just hitting the puddle, as you can see, and whoops, around it goes. Inzwischen sind 10 Minuten des Qualifying vergangen und ihr seht, die Strecke ist immer noch recht nass. Weißt du, was das Problem ist? Wir haben fast keinen Wind. Wir haben 2 Okay. km Windgeschwindigkeit, deshalb trocknet die Strecke auch nicht ab. Und das ist genau das, was ich nie wollte, so ein Mischmasch-Zeug. Entweder es regnet oder es ist trocken. Dann kannst du dich auf irgendwas einstellen, aber das ist einfach nur... Ich habe ja gedacht, es ist vollständig trocken. Mal gucken, es sind noch 20 wenig Minuten. Wind. Meinst du nicht, wir kriegen die Strecke komplett trocken? Zum Start nicht, auf keinen Fall. Nein. Okay, das wird eine Challenge. Ich drücke euch trotzdem die Daumen, ne? Alles Gute. Ich hoffe, dass ihr durchkommt. Ach gut. Ja. Also schön. Oh, da bin ich echt mal gespannt. Und inzwischen hat sich hier Josephine an die Spitze gesetzt. Alle fahren immer noch mit Regenreifen. I think it's intermediates at the moment. Has anyone got intermediate tyres? Oh, und Sebastian hat da von René Schieber noch klar eine mitbekommen. Yes, I have intermediate. Oh, there's still 10 minutes left. Maybe dry will be right at the end. I think I'm gonna do Niki Lauda. It's not as wet as Fuji 76. But in Fuji there was heavy rain. Yeah. Today we didn't have rain. We only have the water you can't see on the track.
Yeah, but this isn't fun. I'm Yeah. not driving when it's not fun. Nobody paying me, so if it's fun. I think second drive. race is completely dry, but first race will be difficult, I think. Yeah, I think the first few laps might be difficult. We tiptoeing around the tulips near Amsterdam. Good evening, Manning. Good evening, or afternoon. Hello. Yeah. Morning. Good afternoon. Hello, old man. Hello. We are all old men. Most of We're us. We're still here. Yeah, I'm not dead yet. Inzwischen ist mehr als die Hälfte der Zeit des Qualifyings Not vorbei. dead yet. Then drive. Yep. Und so wie es aussieht, ist hier Byron als erster mit Trockenreifen rausgefahren. You have to prioritize, you know. But Byron drives with tires for dry condition. I had the best lap there, and in the last corner, somebody decided to turn right. Dawn. Who's Dawn? Dawn not Skeleton. here? Yeah, that was me. Yeah. I had my best lap go. Not in chat. Okay. Fucking crack. I know. Yes. Last lap of my qualifying run too. God damn. Oh yeah, I forgot the maximum amount of laps, darn it. I should have Yeah, done that. I literally my last lap is the fastest lap, and in the last corner, just Everyone should have waited. It's going to be drier at the very end. I didn't want to wait. I just wanted to get the laps in, but I had a good one going, and I was like, I saw somebody mess up in front of me. I was like, okay, just stay there, don't turn it. And I was like, ah, no, he turned right in front of me. Und während Don da über seine letzte Quali-Runde philosophiert, schmeißt Ben gleich mal sein Fahrzeug weg. Yeah, it literally says it there. 8 laps. I've just noticed that. Unser Byron liegt hier auf einem sehr soliden 5. Platz, hat ja aber mit Trockenreifen noch ein paar Anpassungsschwierigkeiten, hat aber noch genug Rundenzeit. Byron ist fast with slicks on 5th position. Und ich denke mal, so wie sich das hier entwickelt, wird man zum Ende des Qualifyings hin mit Slicks am schnellsten sein. Schade für die, die ihre Runden schon weg haben. They drive the same lap times as the guys in front with rain tires. I call hacks. And now I think in maybe in 5 minutes it's a better choice you have slicks. Wie wir sehen, hat Don Ranke seine Runden alle schon abgedreht. I didn't know exactly. Wow. Aber so ein paar andere wie Michael Draxler oder Eugen Scharf, Byron Long oder Josephine haben noch ein paar Runden. El Cotletto aktuell in Runde 5 von 8 unterwegs und hier So the 2.1 on rain tires. unser Wolfram ein wenig auf Abwägen. Okay. Yeah, I think that's going to tell us something about what tires to start on. And now also Josephine drives with flicks. Okay. And then now we can see if it's a better choice. Und da bin ich mal gespannt, was unsere schnelle Rennlady hier auf dem Asphalt zaubern kann. Willst du Josephine als Referenzpunkt nehmen? Ja. Ja, sie ist ja die schnellste auf der Strecke. Bin ich mir ganz sicher, Josephine wird hier zweifelsohne die Benchmark setzen. So stand jetzt, ja. Aber Byron ist auch so fast. Und auch die Jungs von Code Braun haben ein Top-Setup und sind richtig schnell. just said it's a dry session. Yeah. He hasn't been out here. Crew chief is doing too much whiskey. Yeah, my crew chief. Haven't had any yet, but it might be earlier than you think. My crew chief was smoking a blunt with me a minute ago, and Yeah. that's it. Go, 5 minutes to go. I should have started 5 minutes later. Oh well. Oh. What the fuck? Und jetzt hat sich hier Sebastian an die Spitze gesetzt. Now you see, the slicks are faster. Der erste, der hier eine schnelle Rundenzeit mit Trockenreifen setzt. It's so. Byron is starting from P6. Very good position. Oh, Well, he's still going. Thomas Willershausen on pole position. I told you this. I should have saved my tires again. Thomas Willershausen on pole position. Wow. Yeah. Yeah, why not? Congrats. This was awesome lap. one to complain about not being able to go fast? Yeah. No, I said. I thought I heard you say that. No, I said I don't like driving in wet conditions. I hate it. It's not fun. Before you said I'm not fast. I was Yeah, but- hoping this race would be in the rain. Yeah. But being not fast is this constant, no matter dry or wet. It's always like that. So. Okay. Alrighty Yeah. then. Und hat sich jetzt erstmal unser Thomas Willershausen an die Spitze gesetzt, aber so einige der Top-Fahrer sind noch unterwegs. Unter anderem auch unser Josie hier. But I think nobody expected
expected. Und da kommt Josie auch über die Linie. Schauen wir mal. Boah. Boah. Yeah. Wow, now Josephine destroys all. Wow, jetzt wird die Strecke hier richtig schnell. Josephine brummt den Jungs hier gleich mal 3 Sekunden auf. That's the best timing. Josephine said Thomas who? Josephine has the best timing of all the guys. The last I lap. said, who's Thomas? Well, I don't know. I think he's on vacation. Oh, no, in France. Eugene, yeah. Eugene had one more lap in the books. Und da sehen wir, dass auch die Code Braun Jungs hier ihre Runden richtig gut getaktet haben. Eugen Schaf jetzt auf 2 nach vorn gefahren und Michael Draxler ist da noch fix unterwegs. Oh, that's a shame. Traxler just got P2 in the very last second. Da ist Michael Draxler in der letzten Sekunde noch auf P2 gefahren. Was für ein sensationelles Qualifying heute. Okay, guys. I'm annoyed I was on for 29. Yeah, I was watching you. You had a big moment. How many laps is it? Oh, it's 20. Yeah, but 20 laps. I was on my last lap. I was on for 1 minute 29, and then it cut me off. I've got fuel for 29 laps. I might take a little bit out. Have fun, guys. Yeah, have fun, guys. Good luck. Alright, gonna jump into team chat. Oh yeah. Okay, all the best, buddy. Und damit hat die Startaufstellung auch schon begonnen. Vorne an der Spitze Josephine mit einer beeindruckenden Pole-Runde. Yeah, good luck everyone. Ja. Das wird spannend, Patrick. Ja. Bill, I'm gonna jump over to yours. 20 Runden haben wir heute auf der Uhr stehen. Manning, you can jump in Northern Winter chat if you want, dude. I'll try to figure it out. Und wie gesagt, Josephine auf Pole. Dahinter haben wir Michael Draxler. Auf 3 dann Eugen Schaf. Okay. Von 4 startet sensationell Thomas Willershausen. P5 dann Sebastian Starke. Gaps in the qualifying. Wow. Insane. Insane gap. 24 laps, still too much. Auf 6 haben wir Pascal Steinke. Auf 7 dahinter Byron Long. Von 8 startet unser Ben. Von 9 Wolfram. Und vom letzten Top 10 Platz geht Robert Simpkins ins Rennen. I think dry is the right decision then. Yeah. No. Did anyone start with rain tires? I had dry rough at the start, I didn't use any wet. I was slipping around at the start. Right, here we go, good luck. So langsam füllt sich jetzt hier der Grid und dann müsste auch jeden Augenblick die Startampel erscheinen, um hier das 3. Rennen der Saison freizugeben. Okidoki. Oh, I got to my Twitch. Yeah. Ben, it's cool when you stay in the chat here. Then I have no problems to use your Twitch. 8, 7, 6, 5, All the best. 4, Cheers. 3, 2, 1. Grüne Flagge und die wilde Jagd ist eröffnet und sofort schießt jetzt Josephine in Front. Dahinter die beiden Jungs von Code Braun. Thomas Willershausen auch mit einem recht guten Start, allerdings wird er hier schon von Sebastian Starke überholt. Josephine hat das hier souverän gemeistert und sich an die Spitze gesetzt. Thomas Willershausen versucht sich hier den Platz noch zurückzuholen, aber keine Chance. Dahinter Pascal Steinke. Und obwohl es so aussieht, als ob hier alle einwandfrei und sauber vom Start weggekommen sind, hat man am Start auch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns aber etwas später mal anschauen. Wir schauen jetzt hier erst einmal die erste Runde an. Alle scheinen hier top aus den Startlöchern gekommen zu sein. Robert Simpkins konnte sich hier schon von P10 auf P8 nach vorn arbeiten. Dahinter auf 9 Ben Sommers, auf 10 Wolfram Pfund, P11 haben wir Don Ruggles Jr., auf 12 Benning Grinham, auf 13 Cleber Kotaro Mora und auf 14 unseren Bill Nessemis. On start, Rennie Shiva tries to kill Russell. Yeah, he did. He put the gear in and drives backwards. I thought, oh no, I'm gonna have damaged wing. And this was a jump start, so René Shiva got a penalty for this. Ein kurioser Start für unseren Neuling René Shiva ganz hinten. Das Feld hat jetzt gleich die erste Runde abgeschlossen. Und so wie es aussieht, hat sich da erstmal hier seine Position bezogen. Und Un- oder Ausfälle oder irgendwelche anderen Zwischenfälle hat es bisher nicht gegeben. Sehr, sehr schön. Gesehen, Patrick, oder hast du den Unfall gesehen? Unfall habe ich gerade keinen gesehen. Wer ist gecheckt? Nee, ich frage, hast du irgendwas gesehen? Nein, bisher noch nicht. Bisher alles sauber. Alle sind hier top aus dem Startlöchern gekommen. Und wie ich es gerade eben schon gesagt habe, keinerlei Unfälle bisher. Josephine führt zwar, aber
Eugene und Michael sind dran. Sebastian schon einen kleinen Abstand nach hinten. Josephine führt inzwischen mit knapp einer halben Sekunde vor Eugen Scharf. Michael Draxler dann nochmal 0,7 Sekunden dahinter. Oh, René Schiever steht an der Box. René muss da wahrscheinlich erstmal seine Strafe absitzen. Flag. Ja gut, der wollte Oh, hier haben wir Jan Stefan mal im Bild. Fährt hier auf die 16 noch hinter Russell Hamilton. Weil ich fahre, wenn Russell hinter mir steht, dann fahre ich immer rückwärts erstmal. Deswegen hat Russell vorhin auch kurz den Text reingebracht. Da. Die habt gerade gehört, die logische Strafe für die wilde Aktion. Und hier haben wir Kleber Botaromora mal im Bild. Ansonsten alles tipptopp clean hier. Sehr, sehr schön, dass er wieder zurück im Grid ist, nachdem er technische Probleme hatte. Du hast nicht mit mir gerechnet. Hier ist auch, die Strecke ist inzwischen komplett trocken. Also man sieht keine Gischt mehr, there is no water, no visible water. Oh, Ben. Oh, da kommt unser Ben ein bisschen weit raus und muss das Fahrzeug abfangen. Verliert sofort ein paar Plätze. Schockmoment. Sorry, my Twitch is having problems at the moment. Thank you very much. Fahren uns. Können alle vorbeifahren. Ich denke ja ganz... Sort it out after this first race. And here we have Agent Ben Summers. A little bit too wide into the gravel. Formt die ersten drei in der eigenen Liga. He loses the car for a moment and some other racers can go by. Unser Sebastian hier auf einem sehr soliden 4. Platz, allerdings reißt die Lücke nach vorne schon mächtig auf, sind über 3 Sekunden. Hinter ihm Thomas Willershausen hält sich hier immer noch auf einem sauberen 5. Platz, super gemacht bisher. Dahinter haben wir dann Pascal Steinke auf 6, Byron Long auf 7, Robert Simpkins auf 8, Wolfram Pfund auf 9 und Ben Summers ist noch hinter Don Runkle Jr. auf P11 zurückgefallen. Alles in allem muss man sagen, ein sehr, sehr sauberer Auftakt hier in das Rennen. Die Jungs und Mädels hier, die reißen sich hier alle zusammen und liefern hier ein tolles Rennen bisher. Ganz vorne unsere schnelle Rennamazone. Das war fast schon abzusehen, dass sich Josephine da, wenn sie einen sauberen Start hat, auch absetzen kann. Umso erfreulicher, dass Eugen und Michael da noch halbwegs mithalten können. Ist hier Caution? No. Nein. Kein Lucky Dog oder was? No. Ist nicht oval. Zur Info, unser René ist Oval-Spezialist. Kommt der Oval? Aber du hast ja noch ein zweites Rennen. Ja. Wir befinden uns inzwischen in Runde 4 und Thomas Eviltech Willershausen, unser alter Schwede hier, kann sich hier immer noch in den Top 5 behaupten. Ein Sahne-Auftakt heute für ihn. Allerdings reißt jetzt auch eine kleine Lücke nach vorne auf. Aber hier ist alles fair und sauber. Josephine zieht jetzt ein bisschen weg und dahinter betteln sich die Jungs von Code Braun. Josephine vorne hat schon 2 Sekunden Vorsprung, Wahnsinn. Legt hier eine schnelle Runde nach der anderen hin. Die Strecke wird jetzt auch immer trockener. Dahinter betteln sich hier Eugen Scharf und Michael Draxler. Blitzekacke, ne? Ja. Eugen hält da seinen Teamkollegen in Schach. Die Jungs haben inzwischen schon fast 4 Sekunden Vorsprung auf Sebastian Starke. Martin Göbel. Das ist der Crew-Chief vom Kaltverformung und Code Braun. Ach, die Setup, der die Setups der die Setup baut, ja, genau. Der macht auch die lustigen Paint. Also. Der Mann hinter dem Behind the Scenes hier. Genau. Oh. Aber der Abstand vorne ist schon echt auseinandergezogen. Das ganze Ja. Außer jetzt Thomas und Pascal. Gefährt auch jeder seinen Stiefel. Gibt hier kaum Überholmanöver oder. Die Strecke lädt doch nicht ein zu überholen. Das Feld geht jetzt hier in Runde 5 und Pascal hier im Northern Winter Sandwich. Hinterm Byron dann Robert Simpkins ist auch schon 1,5 Sekunden weg. Thomas Willershausen kann sich immer noch auf 5. Platz behaupten. Wow. Thomas Willershausen ist still on 5. Ist aber eng mit Pascal. Oh, und Byron. Player. Oh nein, Byron hatte so einen Top-Start und jetzt das. Und er steht an einer ganz beschissenen Stelle. Ja, he's okay. The only spin in the... I didn't know the name of the corner. Byron liegt hier in der Hugenholzbocht. In der third corner. But he fell back to the end of the field. He must wait till he can spin the car.
I'm slow there. Byron hier, Hugenholzbocht. Oops. No, that was me. Maybe too fast into the corner. No, too early on the throttle. Byron stands there in a not so good place. He must Now wait you're in top until the 10 then. complete field comes to. But Manning is How is Villahausen doing? Eagle Chuck. on 5th place. Yeah, there's not a lot of space to turn around there. He's still on 5th place and battling with Pascal. So I just had to wait. And Byron fall back to the end of the field. To Sebastian, they have a gap from nearly 2 seconds. And behind to Robert Simpkins, 3 seconds. Ach, sehr schade, da ist unser Byron bis ans Ende des Feldes zurückgefallen. He drives the same lap times as Eugene in front. What is he doing? 28? Yes, Is he doing? yes, he's driving 28 laps. Wie gesagt, ein absoluter Top-Start hier für Thomas Willershausen ins Rennen. Also Sebastian, Pascal, Robert, Wolfram, all they drive 28 Allerdings laps. macht der Pascal permanent Druck und zeigt, dass er da vorbei will. Wolfram inzwischen auf P8. Also Don Runkel Jr. in front of you. Unser Don Runkel Jr. auch wieder solide gestartet, liegt hier auf P9. Und dann, dass Okay, Brown da speed vorne up. Eugen und Michael nicht mal tauschen oder so. Vorm Don Runkel dann Wolfram, für seine Verhältnisse finde ich aber recht weit hinten. Michael könnte eventuell Ob es schneller. da Teamabsprachen An der Spitze Josie kann sich immer mehr davon machen. Ja, aber der Michael ist schneller. Ich dachte, der war ja eben weiter weg. Sollte man mal versuchen, ob man da nicht tauscht. Dahinter hier das teaminterne Duell um P2. Kannst du mal bei denen in den Chat gehen und fragen. Eugen Schaaf und Michael Draxler, wobei Michael da hier die ganze Zeit Druck macht. Inzwischen haben die Jungs schon fast 6 Sekunden Vorsprung auf Sebastian Starke. Wow. Wir waren auch noch, was er tun soll. Aber wir haben schon wir haben jetzt schon ein Drittel des Rennens rum. Wir befinden uns jetzt in Runde 7. Willershausen raus, Airbox. Oh! Und wir hören es gerade, Thomas Willershausen ist ausgestiegen. Oh, I think he had a crash. Ja. Too bad, too bad. Thomas Willershausen was hit by Pascal Steinke. Oh, I think Pascal was surprised by Thomas' earlier breaking point. I was wondering why he dropped out. Yeah, but why did you back into it, Thomas? I didn't back. He's driving on I know. That's not an overtake P12. area. So he hit me and I couldn't steer at all. So. I think 61 born. Ja. Und durch den Zwischenfall die anderen Jungs jetzt natürlich einen Platz nach vorn gerückt. He's over 80. Manning Gridham inzwischen auf P10 angekommen, dahinter Kleber Botaro Mora. Can't be my grandfather. Allerdings fehlen der Kleber nach vorn auch schon fast 3,5 Sekunden. Don Runkel hier wieder ein sehr solider Start in das Rennen und P8, dicke Punkte. Racing. Byron is still racing on, wait a minute. Behind Bill. Yeah, behind Bill. Hey, I can only see Bill. Byron was at the back of the field and now he overtake Jan Stefan and I think he's on 13th position. Jan Stefan was also in the pits. 15. And Russell Hamilton on 14th position, Jan Stefan on 15th. Yeah. He was in the pits. Also Russell Hamilton. Von an der Spitze Josephine fährt permanent schneller als ihre Gegner. And in front Josephine controls the race. Inzwischen ist der Vorsprung auf 4 Sekunden angewachsen. Jetzt hast du bald dein erstes Girl, was ein Rennen in deiner Serie gewinnt. Wenn sie das halten kann. Und dahinter hier das ganz heiße teaminterne Duell um P2. Direkt im ersten Rennen dabei und direkt gewonnen oder so. Da wird sich meine Mama freuen. Dass sie gewinnt. 100%. Ja. Ich kann da was gegen tun. Nein, bitte nicht. Nein. Nein, ich bin in der Box, alles gut. Ein absoluter Top-Einstand für Josie in unserer Aber Serie er bisher. kämpft hier hart mit seinem Teamkollegen. Das ist hier eigentlich der einzig richtige harte Kampf. Ja, aber warum tauschen die nicht mal? Ich verstehe das nicht. Also mich stört's nicht, ne? Aber Ich kenne die Teamphilosophie nicht, aber zum Beispiel Wolfram und Adam, die würden auch nie im Leben tauschen. Die würden sich Aber eher hier, in die Kiste fahren, als einen Platz zu tauschen. Aber Patrick, letzte Saison war es so, dass der Michael auch mal vorbeigefahren ist am Eugen. Oder schneller war. In Ja. Spa oder in Nordschleife. Da gab es klare Anweisungen, soweit ich das weiß. Wie gesagt, Der da
Da musste mal nachfragen. Und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Schalten wir direkt hin. Ja, ich frag das mich halt einfach für mich selber. Ne? Weil Oh, here we have an STP car, Russell. It wasn't a good day for STP. Russell loses his car, he's been, and Jan has no way to go. deine Schuld, du hast Yeah, I ruined his day. Doch mal ein ordentliches Oval. Ah ja. Da sind. Jetzt geht er vorbei, Michael. Ach, sehr unglücklich gelaufen für Jan. Du Ovale, dann Er musste da auch an die Box, um Fast Repair zu ziehen. Jetzt geht er vorbei, ja. Und inzwischen hat es El Cotletto geschafft, an seinem Teamkollegen vorbeizukommen. Finally got in the 128s. Somit jetzt Michael Draxler auf dem 2. Platz und Eugen Scharf auf P3 und sofort kann sich El Cotletto ein Stück absetzen. You're a little bit faster than Don in front of you. Siehst du noch wieder die Absätze, Michael, ne? Ja. Da gebe ich dir recht, ja, zu spät. Ben kämpft hier um P9 mit Manning Grinham und musste nach vorne auch schon abreißen lassen. Knapp 5 Sekunden der Abstand. andererseits mal fahren ist auch nicht verkehrt. Josephine hat fast 5 Sekunden Vorsprung. Ja, ich schätze aber, das wird gleich weniger. Weil ich glaube, der Michael ist sehr schnell. Oder schneller zumindest als... Hat sich schon überrundet, den ersten. Ja. Den hat den ersten schon überrundet. Aber Jan war an der Box. Jan war an der Box. Also, der hatte einen unfreiwilligen... Aber ich glaube, sie musste ihn trotzdem auf der Strecke überholen. Er war in der Box, ja, aber auf der Strecke hat sie ihn überholt, nicht in der Box, also dass er in der Box stand. Ja, klar. Sie musste dran vorbeifahren. Was allerdings für Josie keinerlei Probleme dargestellt hat. Aber alles in allem ganz wenig. Ja, das meine ich damit eigentlich, ja. Das hat Zeit gekostet, ja, als wenn sie jetzt gerade durchfährt. Dann muss sie schon mal Wenn die anderen da vorbei müssen, dann kostet das ja auch. Ja, ich glaube, die werden eher vorbeigelassen. Weil die alle das gleiche Auto fahren irgendwie. Von der Farbe her. Also ein bisschen gelblich. Senfmäßig. Sehr schön, dass unser Jan Stefan trotzdem noch mal rausgefahren ist und um den letzten Punkt kämpft. Ja, gut, die beiden. Ja, aber er lässt sie vorbei. Doch, die kommen. Also, Michael ist gut vorbeigekommen. Eugen weiß ich nicht. Alle gut vorbeigekommen. Ja. Ich bin auch ein Replayer, ja gut. Ah, die Jungs fahren hier auch sehr. Die fahren hier sehr vorsichtig alle. Ein Top-Rennen heute hier für Sebastian, der einzige Vertreter der Black Tree Race Crew. We have not many fights on track. Seine 2 Teamkollegen können ja heute leider nicht mitfahren. Very clean race, I think. Nach vorne und hinten reichlich Luft. Behind me. Direkt hinter ihm dann Pascal Steinke, der da auch ein bisschen einsam unterwegs ist. Manning drives the same lap times as you, Ben. Yeah, because he's stuck behind me. You think he can faster? Und unser Ben denkt da, er hält Manning auf. Not sure, I think we're very similar. Manning reißt da hier aber auch keine Hierarchie-Reaktion, um vorbeizukommen. But he make no stupid action. He's a very fair driver. Und das ist das Schöne hier an unserer Historic Masters Community. Hier nimmt man auch gegenseitig Rücksicht, auch wenn das ein oder andere Mal eine Aktion schief geht. Und inzwischen haben wir auch Halbzeit überschritten. Das Feld geht jetzt in die 11. von insgesamt 20 Runden. Vorne an der Spitze alles geklärt. Half of the race is over. Inzwischen haben auch Ben und Manning einen Vorsprung von über 6 Sekunden auf ihren Gegner hinten rausgefahren. Und hier Russell auf P14 hat heute so seine Probleme mit der Strecke. 20 laps is not so long. Die Rennlänge wurde eigentlich von unserem Tommy für Regen ausgelegt, da der aber heute nicht gekommen ist, weil sich das viele nicht gewünscht haben. 28, 29. Haben wir heute ein ziemlich kurzes Rennen, da die Rundenzeiten ja ein ganzes Stück schneller sind als im Regen. Und normal sind unsere Rennen zwischen 35 und 40 Minuten. Und hier vorne unser Leader Josephine baut mit einer schnellen Runde nach der anderen ihren Vorsprung immer mehr aus. Aber Josephine ist zu schnell. Deswegen sind das weniger Runden. Sie ist gerade eine Sekunde schneller gefahren als der Micha. Und die Code Braun Jungs sind ja auch keine Nasenbohrer. Die kontrolliert das Rennen. Kann man einfach nur den Hut vor so einer Leistung ziehen. Josephine drives 1 second faster than Micha. Roller had a spin. Ja? Oh. Und wir hören es gerade, Wolfram hatte da einen Zwischenfall und auch Sebastian hatte vorhin einen kleinen Zwischenfall. Müssen wir uns beides mal anschauen. Dann Russell overtook him. Sebastian hier. Sebastian Starke has a little wobble. Yeah. Maybe you have a chance, Ben. He can prevent a crash, but Pascal can go by. And here we have Wolfram. He loses his car. Yes.
His car don't look like it has much damage, but Wolfram crashed into the wall, but he has a self-healing car. I actually broke off. Self-healed, yeah. It's self-repaired. Und direkt hinter ihm gab es noch einen Crash, den wir uns auch direkt gleich mal anschauen. Jetzt häufen sich hier ein bisschen die Unfälle. Here we have Russell again with a broken car. Oh no. Oh no, not again. No wing. Same spot. My excuse was no wing. No wang. No wang. Yeah, I had no wang. The same corner as Wolfram. Well, he's better than I am. I just want to emulate what he does. Oh, spin for Russell, I think. I know what's wrong with it. Ain't got no wang in it. Ooh. Yes. Russell in the wall. Hello, wall. Oh ja, he loses a piece of his front wing. Das ist wahrlich nicht Russells Lieblingsstrecke hier. Ja, ist der Mensch. Wolfram durch seinen Zwischenfall jetzt ein bisschen zurückgefallen. Ich denke mal, da wird das Auto ein kleines bisschen beschädigt sein. Er kämpft hier mit Manning Graham und Ben Summers um die Position. Hat der Michael eben nochmal gesagt, alle sind weg, jetzt nochmal Narrenfreiheit oder so? Ja. Alle schnell sind weg, irgendwie sowas. Hier vorne an der Spitze alles wie gehabt. Josephine fährt hier eine saubere und schnelle Runde nach der anderen und zeigt hier ein Mega-Debüt in unserer Serie. Besser kann man es einfach nicht machen. Dahinter dann haben wir Michael Draxler auf P2 und Eugen Scharf auf 3. Yeah, there was more practice than I thought. So it got later and later. Und El Cotletto, Michael Draxler, konnte da schon fast 2 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Eugen Kimi Scharf rausfahren. Ein Wahnsinnsrennen heute hier von den Code Braun Jungs. Das gibt sicher eine Menge Punkte für die Teammeisterschaft. Oh, Pascal overtook Sebastian. Ihr habt vorhin in der Einblendung gesehen, warum Pascal da an Sebastian vorbeigegangen ist. Sebastian fällt back to 5th place. Ein Top-5-Platz ist immer noch sehr, sehr solide. Hinter ihm Robert Simpkins auf P6. Das ist auch ein super Rennen heute für ihn. Kann aber auch richtig stark, finde ich. Nach seinem desaströsen Start in die Saison in Monza. Aber Don auch mit der Alarmmonza. Und auch Don Rankel hinter ihm wieder mit Platz 7. Ein absolutes super Ergebnis. Don't make no mistakes. Hier an Stefan, inzwischen P14, wird von Sebastian überrundet. Ja, Don ist very impressive this season so far. Oh well. Poor Manning. Und Don hat inzwischen nach vorne und hinten jeweils über 6 Sekunden Luft. Oh, und hier gab es den nächsten Zwischenfall, in dem auch Manning Grinham mit verwickelt war, so wie es aussieht. Müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Yeah, Russell and Manning got together. Russell is dead. And here Russell again, he can't control the broken car. I murdered Manning. I think after his first crash, Russell's car was not in good shape. Yeah, after I crashed where Wooly was, I bent something enough it just would not steer. I should have towed. I should have just towed. It's towing. Had to pass, so he can continue. Und damit kämpfen jetzt Wolfram und Ben alleine um P8. But is it towing? Go. Kleber dahinter ist über 7 Sekunden weg. Wait on the Come on, towing. Paula's making little mistakes. I think today we have 3 fast repairs. Sind wir Daytona gefahren? Also die alte Daytona-Strecke mit, ich weiß gar nicht, welche Autos das waren. Ach, mit den alten Trucks. Oh, und da verliert Ben sein Fahrzeug. Da bist ja nur am Wackeln. Careful. Nichts passiert, verliert nur einen Anschluss. Wer? Zum Glück ist da Ben nichts passiert, kann weiterfahren, aber da kommt Kleber Potaromora und Byron Long und beide gehen an ihm vorbei. I lost the rear there again. The last corner. Your front wing is a little bit damaged. Quite a little bit. Und da konnte auch Manning wieder auf Ben aufschließen und das alte Duell geht von vorne los. And now you are together with Manning. Wir befinden uns gerade in Runde 15 von 20, also haben wir noch 5 Runden zu gehen. Oh, Manning didn't die. Cool. Yeah. I thought I saw it behind. It looked like a heavy hit from Russell. I think he has gone now. Und auch hier hat sich inzwischen ein ganz wilder und enger Zweikampf entwickelt. Kleber Potaromora gegen Byron Long. Die Jungs kämpfen jetzt inzwischen hier um P9. Byron macht da von hinten richtig Druck, aber Kleber will da den Platz noch nicht herschenken. Und gleich hat dann auch wieder Ben Summers aufgeschlossen und es gibt hier einen wilden Fight. Während Manning ja schon wieder einen kleinen Ausritt hatte und wieder ein Stück zurückgefallen ist. Come on, gotta catch Roller again. Und jetzt gibt es hier einen Angriff von Byron außenrum, aber da hat er dann in der nächsten Kurve einen Vorteil, wenn er da hier Seite an Seite dabei bleiben kann. Muss ich aber noch mal hinten anstellen. What a fight.
Und da ist jetzt auch Ben hinten dran und hat aufgeschlossen. Jetzt gibt es hier einen wilden Dreikampf. Mal schauen, wie lange sich Kleber da noch vor Bayern behaupten kann, der hier heute sicher die höhere Pace hat, aber mal wieder durch einen kleinen Unachtsamkeitsfehler das Rennen weggeworfen hat. Sehr, sehr schade. Manning Grinham hier inzwischen 3,5 Sekunden hinter der Gruppe. Und der letzte hier in der Führungsrunde auf P13, Bill Nessemis. What a fight. Unsere Josephine hier einsam und verlassen, inzwischen über 8 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Und hier Byron und Kleber, jetzt kann Byron wahrscheinlich da vorbeigehen, das hat er geschafft. It's a good show. It's a good show. Right. Und sofort scheint sich der Byron ein kleines bisschen absetzen zu können und jetzt setzt hier unser Ben den Kleber unter Druck. Hey! So richtig viel los ist ja nicht, Patrick, ne? Bonsoir! Bonsoir! Hope you're good. Ben is fighting with Kleber. Und während Ben hier mit den Jungs kämpft, hat sich der Tommy bei ihm in den Twitch eingeloggt und sagt aus dem Urlaub Hallo. Tommy's on my Twitch from France. Bonsoir, bonsoir. Hi. Er will sich da bestimmt mal informieren, was er hier angerichtet hat. Ein absolutes Top-Rennen bis hierher. Oui, oui. Hi Tommy. Und ein bis hierher sensationelles Debüt unserer Josephine hier in unserer Serie. So wie es aussieht, wird sie heute hier einen Start-Zielsieg holen. Ganz liebe Grüße nach Frankreich. Dahinter Michael Draxler ist inzwischen über 8 Sekunden weit weg. Und dann noch einmal 5 Sekunden Eugen Scharf. Yes. Oh, Josephine hier. Has a little... Oh, Josephine. Yes, I Byron, see. spin. Half Wow. spin, Byron. What is this, Byron? Yeah, the little Das war knapp. strip on the grass. Oh. Byron hatte ja auch wieder einen kleinen Wackler und ist jetzt wieder ein Stück zurückgefallen. Dadurch jetzt Kleber Botaro Mora auf P9 vorgerutscht und Ben Summers wieder auf dem 10. Platz, Byron Long P11. Ein Glück, dass das da passiert ist. Ja. Wenn das woanders gewesen wäre, dann... Bei mir sind ja was gewesen, ja. Wolfram inzwischen einsam auf P8 Haben die schnell die Kleine, ja. und vor ihm auf einem sehr guten 7. Platz Don Runkle Jr. Fährt auch, hat sie mir gesagt, schon länger Kart, beziehungsweise war auch in der... Und wir haben es eben gehört, da hatte auch Ben einen kleinen Zwischenfall. Okay. Die kann schon passen. Jetzt hier bei iRacing meinst du jetzt machen. Ja. Ben hier, der nächste des Ben. Nein! Breaking error, but nothing happened. Byron and Manning can go by. Ist ja auch noch sehr, sehr jung, da sind die Reflexe auch noch ganz anders wie bei uns alten Männern. Hey, Wutek, nice, go back out. Oh. Mit 22, 23 ist das nochmal was anderes. Ja. Das seid ihr doch auch noch nicht. Nein, alles gut. Ich mein geboren. 22, 23. Nein, Entschuldigung. Bevor ich mir jetzt falsch aus dem Fenster lege. So fühle ich mich. Und hier Michael Draxler, das nächste solide Rennen. Das gibt dicke Punkte für die Meisterschaft. Überleg mal, wir haben ein Starterfeld. Josephine ist in Penultimate Lap. Und ihr habt gehört, Josephine befindet sich jetzt hier in der vorletzten Runde. Sie kontrolliert inzwischen das Rennen. Und ein Stück weiter hinten hatten wir mal wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Oh no. Don Runkle Jr. moves a little bit too fast into the corner. Yeah. He loses the car, but there's enough space. He loses only a little bit time, but nothing happened and he can go on. One of my wings is not perfect. Eugen Scharf hier auf P3, auch ein sehr, sehr solides und sauberes Rennen. Nachdem er ja leider das erste Rennen auslassen musste, da wird das Team Code Braun heute einen Riesenschritt nach vorn machen. Nachdem wir ja leider heute auch Adam Platzka nicht am Start haben, der krankheitsbedingt leider fehlt. Gute Besserung mal in die Richtung. Für das Team Kaltverformung holen heute Pascal und Wolfram die Kohlen aus dem Feuer. Oh, Wolfram ist chasing Don. And now Josephine is in the last lap, white flag. Und ihr habt es gerade gehört, Josephine eröffnet jetzt hier die letzte Runde. Pretty good race. Während Wolfram da vielleicht nochmal an Don Runkle Jr. ranfahren kann, die Plätze 7 und 8. Schauen wir mal, aber ihm geht da so langsam die Zeit aus. Und auch hier ein wildes Duell, Byron gegen Kleber. Und Byron is battling with Kleber. Von hinten kommen Manning Grinham und Ben Summers. Ben is battling with... Jetzt geht's hier am Schluss des Rennens nochmal richtig zur Sache. Good night, Thomas. Und auch Wolfram hat hier ungefähr noch eine Runde Zeit, das Ergebnis zu drehen.
Während Josephine, der jetzt auf den letzten Metern ihrer Triumphfahrt ist, über 6 Sekunden Vorsprung auf Michael Draxler. Wahnsinnsrennen. Und fast 13 Sekunden Vorsprung auf Eugen Schaaf. Gemacht. Ja, ist schon respektabel, muss man sagen. Fast 7 Sekunden auf El Cotletto, das ist eine Hausnummer. Und da bin ich jetzt schon mal gespannt, ob Josephine auch das zweite Rennen so dominiert. Und da legt Josephine nochmal einen kleinen Ausschnitt hin. Da war sie ein bisschen übermütig, glaube ich. Aber alles gut gegangen. Sie holt hier direkt beim Debüt in unserer Serie einen sehr überzeugenden Start- und Zielsieg. Ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch. Wow, super gemacht. Gratulation an Josephine Becker, eindrucksvoller Sieg. Elko kommt als Zweiter ins Ziel. Dahinter dann Michael Draxler und sein Teamkollege Eugen Schaaf. Letzte Kurve. Das gibt eine Menge Punkte für das Team Colt Braun und die werden da auch einen richtig großen Schritt in Richtung Meisterschaftsführung machen. Pascal auf P4. Pascal, der Beste heute vom Team Kaltverformung und dann hinter ihm Sebastian. Ja, und sein Teamkollege kommt auf P5 ins Ziel. Robert Simpkins on P6 und Don Runkle on 7. Platz 6 für Robert Simpkins, ein Top-Ergebnis und auch dahinter Don Runkle Jr. mit Platz 7. Kann er absolut zufrieden sein. Ja. Don Runkle on 7, Top Race, also Wolfram, fights back to P8. Wolfram Rennen 1, hier P8, da wird er nicht ganz zufrieden sein, denke ich mal. Oh, und Byron. Und dann wird hier noch gefightet. Byron fights with Kleber. Byron gegen Kleber. Last Corner. Und auch direkt hinter den beiden. Manning Grinham und Ben Sommers kämpfen da. Wow. Watch this crazy guys. Seite an Seite geht's hier Richtung Zielstrich. Und Byron schafft's noch. Wow. Wow. And this was crazy. What a finish. Und Manning hätte dabei dann auch unseren Ben abgeräumt. Was für ein Zieleinlauf What hier. What a finish. Yeah, good finish. Thank you guys. Ben, the last lap was awesome. That's good fun. Oh, way up. That was so much fun, buddy. Wow. Yeah, great race, man. Great race. Puh, und jetzt heißt es erstmal ein wenig durchatmen. 10 Minuten Warm-up. Wow. And now we have, I think, warm-up. Yeah, I think I've got my pace now for the next race. Back in a sec, guys. I'm just going to hop away for a bit. Yep, we all are. Okay. Good race, guys. Wait, Manning, are you here? I think Back in a bit. I think he didn't understand you, Ben. But it was awesome. Absolute awesome. Very, very, very cool race. Und während die Jungs und Mädels jetzt hier erstmal ein paar Minuten durchatmen können, schauen wir uns mal in Ruhe die Highlights des Rennens an. Yeah, now we have a 10-minute warm-up. Yeah, we have a 10-minute break. Yeah, have fun, guys. Hey, you.
John, I'm sorry, buddy. Hello, Walt. Shit, man. Oh well. Yeah, in the first spin, Grab a PK! Grab a PK! Got you, Cleaver. Oh! Good the race, man. Good the race. That was epic, buddy. Yeah, good finish. That was good fun. Thank you, guys. Yeah, well, I thought you guys were going to give me both of those places. No, I don't give away shit, mate. You want it, you take it. I don't know about that. You kept leaving me, and then you get lonely and spin the car or something. I'd get back in my tracks. Well, you know it is lonely. I don't like being lonely. Manny, I can't believe your car was okay. I looked behind me and your car was flipping around all over the place with Russell. I think you connected with Russell. Yep. How did your car survive that? Well, I didn't think that it did. I just decided I'd start driving, and it was okay. Not okay, but it was. Hallo Martin. Hello.
Buenos fucking dias, bitches. Rise and fucking shine. Wow, I'm slightly loud. I don't know where all the Germans are. Hi, Russell. Manning. Wait, Manning. I am so sorry, buddy. Oh, I figured you just had it out for me. No, No, good I one, pulled over to let us all by, and so I just took the corner as usual. I had no wings and a busted wheel, and I thought it would stay in the grass, and it would not turn. I am so sorry. No problem, man. No problem. Yeah, well, I owe you big time, man. Shit happens. Shit happens. You buy the first round. Und wir bewegen uns jetzt langsam Richtung Rennen 4. This is just not my place. Das Warm-up dürfte gleich zu Ende sein. But I think you make 1 or 2 points. Give my point to Manning and protest me. Kill you. Guys, timer's on. Oh, we're going again. Yeah, agreed it open. Good luck, guys. Yeah, all the best. Good luck, guys. I'm gonna hang up. I'll see you guys later. Talk to you at the end. Yeah. No, I'm gonna stick around here. Can someone make in here in Discord? Das kann ich nicht machen. I think Yushin is doing that. Remember? Depression or just mental illness in general. Ground racing, I don't Yushin. know, but Eugen. it just seems like Und damit hat die Startaufstellung auch schon begonnen. my hobbies and things that I Hier? Also, Michael Traxler, have a tweet. It's fucking Ja, ist bei der One to See am Tag vom Ausreiten. Not from the top to see, no? 9, 8, 7, Good luck, everyone. 5, Oh, 4, stop. 3, 2, 1. I was talking to you. Grüne Flagge und die wilde Jagd hat begonnen und unser Ben hat hier den Stopp verpasst, weil er mit dem Tommy gechattet hat. Ganz vorne Josephine in Führung, wird hier bedrängt von Michael Traxler, Micha außen, Josephine innen, kann das nochmal abwehren. Oh nein, und zu einem Überfluss hat Ben jetzt auch noch eine Strafe bekommen, weil er zu schnell aus der Box rausfahren wollte. Wie heißt es so schön, ein Unglück kommt selten allein. Ganz vorne, Josephine kann ihre Führung behaupten, allerdings macht Michael Traxler da richtig Druck, dahinter sein Teamkollege Eugen Scharf. Auf 4 haben wir Pascal Steinke, P5 dann unser Sebastian. Und sowohl Wolfram als auch Don Rangel Jr. konnten am Start direkt an Robert Simpkins vorbeigehen. Und schon in der Anfangsphase des Rennens können sich die ersten 3 hier ein kleines bisschen vom Rest absetzen. Und direkt dahinter auf Platz 4 jetzt Sebastian Starke, der es geschafft hat, an Pascal Steinke vorbeizukommen. Eugen auf P3 macht da schon richtig Druck auf seinen Teamkollegen Michael. Das verschafft jetzt unser Josephine ein kleines bisschen Luft und kann sich schon ein Stückchen absetzen. Ist schon eine Sekunde weg von den Jungs hier. Die halten sich jetzt auch gegenseitig ein kleines bisschen mit ihrem Zweikampf auf, sodass auch Sebastian hinten wieder aufschließen konnte. Robert Simpkins hier auf P8 zurückgefallen am Start, kämpft mit Manning Brennan und unserem Byron um die Position. Wow, und hier gehen die ersten schon weiter und Hankel und auch Wolfram donnern da ein bisschen durch Kies. Das gibt jetzt hier auf der langen Geraden Robert Simpkins die Möglichkeit zum Angriff und auch dahinter lauert Manning Brennan. Ein toller Anblick hier, jetzt geht es hier zu 4 auf die erste Kurve zu. Oh. Looking spicy here, like. Crazy in front of Byron. Don ist da schon ein Stück zurückgefallen und Robert kämpft da mit Wolfram. Hui! I think Robert got hit by Wolfram a little bit. Das sah eher aus wie ein Ghost Contact und sofort verliert die Roberts Momentum und die Jungs von hinten drücken schon wieder. Und bis auf Bens kleinen Lapsus da am Start hat man bisher noch keinerlei U- oder Zwischenfälle. Alles picobello sauber abgelaufen bisher hier, absolut top. Hier vorne alles unverändert. Josephine führt mit ungefähr 1 Sekunde vor Michael Traxler und dann nochmal ungefähr eine halbe Sekunde dahinter sein Teamkollege Eugen Scharf. Is he saved it? Yeah, Robert is safe, but he fell back to behind Jan Stefan. Da hatte Robert einen kleinen Ausritt, musste da ein bisschen durch den Dreck und sofort verliert er eine Menge an Positionen. Muss sich jetzt wieder von hinten nach vorne durchkämpfen. Unser Kleber inzwischen hier auf P10 angekommen, vor ihm Byron Long, kämpft dann mit Manning Graham, der jetzt wieder nach vorne ein kleines bisschen abreißen lassen muss.
Vor ihm Don Runkle Jr. auf P7. Wieder ein sehr, sehr solider Start ins Rennen. Und Robert hier auf P13 versucht er sofort wieder verloren gegangenen Boden gut zu machen. Noch beißt er sich allerdings die Zähne an Jan Stefan aus. Und unser Ben hat sein Fahrzeug jetzt auch endgültig abgestellt. Der hat da die Schnauze voll. Kann man gut verstehen. Sehr, sehr schade. Ein sehr großer Punkteverlust für das Chip Racing Team, da ja auch seine zwei anderen Teamkollegen Michael J. Taylor und Thomas Burling heute nicht am Start sind. Byron auf Platz 9 verfolgt Manning Grinham. Und direkt hinten dran Kleber Botaro Mora. Dann haben wir auf P11 Bill Nessemis, P12 Jan Stefan, auf 13 Robert Simpkins und ganz hinten Russell Hamilton, der heute nicht seinen allerbesten Tag hat. Hier vorne auf P5 Pascal musste nach vorne auch schon abreißen lassen. Der Abstand zum Sebastian beträgt jetzt schon ungefähr 2,5 Sekunden, und aber auch nach hinten ist er relativ safe. Knapp 2 Sekunden auf seinen Teamkollege Wolfram, hier auf P6. Sehr solide. Dann nochmal 2 Sekunden Abstand nach hinten zu Don Runkle Jr. auf P7. Wir befinden uns jetzt schon in Runde 3 von insgesamt 20 und immer noch haben wir bisher keinerlei Un- oder Zwischenfälle zu vermelden. Sehr, sehr schön. Kleber scheint jetzt so ein bisschen den Anschluss an die Gruppe nach vorne zu verlieren. Und wir hatten jetzt doch den ersten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir doch direkt mal hin. Jan Stefan hier hits the inner curb and then he loses the car. Yeah, curb got him. Well, he was nervous because he saw an STP car behind him and he thought it was me, but it was Robert. He said, I got to do something. He's going to kill me. Aktuell fährt Michael Draxler die schnellste Rennrunde. Halbe Sekunde schneller als Josephine. El Cotletto zurzeit der schnellste Mann auf der Strecke. Ja, die soll man schon kämpfen. Wie man sieht, hat er hier den Rückstand zu Josephine auch schon wieder fast zugefahren. Haben schon 3 Sekunden Vorsprung. Ihr habt es gehört, das Duo hat schon 3 Sekunden Vorsprung auf Eugen Schaaf. 3 seconds in front of Eugene. Sebastian liegt dann noch einmal 2 Sekunden hinter Eugen. Aber auch für Sebastian wieder ein Top-Start in das Rennen hier. Ben, can you hear me? Und unser Tommy ist da immer noch im Hintergrund in Bens Twitch eingeschalten aus seinem Urlaub. Ja. Ben, can you hear Thomas? Wie ihr wisst, hat Ben ja abgestellt und wird jetzt auch seinen Ring verlassen haben. Hier vorne an der Spitze, Josie konnte jetzt wieder einen ganz kleinen Vorsprung auf El Cotletto rausfahren. Inzwischen haben die beiden ungefähr 2,5 Sekunden Vorsprung auf Eugen Schaaf. Und auch hier hinten wird wild gefightet. Und während die Jungs hier fighten und Ben hier immer noch an der Box steht, hat man einen kleinen Zwischenfall im Hinterfeld, den wir uns mal anschauen sollten. Siehst du gerade nur die Box, Tommy? No. Manning Grinham ist gerade ganz entscheidend. Du nimmst gerade auf, oder was, Patrick? Ja. Bill Nessemis here, he drives a little bit too fast into the corner and loses the car. Oops. Bill is lucky, no other driver there. He tried to turn the car around, but it's not so easy for him. Yeah. Mm. Hier im vorderen Mittelfeld, der Kampf um P7 hält an. Gibt's da noch interessiert, wenn wir das sagen? Don Runkle Jr. gegen Manning Grinham und Byron Long hinten dran. Die Jungs sind jetzt in Runde 5 von 20. Kleber Botaro Mora hat da schon mehr als 1,5 Sekunden Rückstand. Brown Racing ist live. Ja. Robert Simpkins hier auf P11, am Anfang etwas zurückgefallen, versucht er wieder nach vorn zu kommen, hat aber auch schon mehr als 2 Sekunden Rückstand auf Kleber Botaro Mora. Hat aber auch genug Vorsprung auf seinen Teamkollegen Russell Hamilton, der beträgt mehr als 8 Sekunden. Das heißt, das Checkered Past Racing Team einträchtig beieinander. Hier vorne alles beim Alten. Josephine kontrolliert das Rennen hier souverän vor Michael Draxler und Eugen Schaaf. Ungefähr 1,5 Sekunden hinter Eugen dann Sebastian Starke. Und dann schon eine etwas größere Lücke zu Pascal Steinke nach hinten. Die ist schon fast 5 Sekunden groß. Da haben sich hier vorne die ersten 4 jetzt schon absetzen können vom Rest des Feldes. Wir befinden uns in Runde 6 von insgesamt 20. Und Josephine hat jetzt hier auch nachgelegt und gleich mal 1 Sekunde Michael aufgebrummt.
Und Don Runkle Jr. ist jetzt hinter Byron Long und Manning Grinham zurückgefallen. Neue Reihenfolge, P6 Wolfram Fund, P7 Manning Grinham, P8 Byron Long und auf 9 Don Runkle Jr. Von hinten kommt dann auch noch Kleber Botaro Mora, der letzte in den Top 10. Und Kleber hat jetzt auch die Lücke komplett zugefahren und macht da richtig Druck auf Skeletor Don. Und jetzt hier Eingang, Start und Ziel ist Byron ganz dicht dran. Und da lässt ihn Manning auch schon durch. Der hat gemerkt, dass Byron da eine viel höhere Pace hat. Byron Manning didn't want pressure. Die beiden haben schon knapp 1,5 Sekunden Vorsprung. Pressure was too high. Auf Don Runkle und Kleber hinter ihnen. Die Kabelfahrer sicherlich ich wollte gerade sagen, der ist Nummer 2. Der hat sich in der letzten Kurve gemault und fast hatte ich ihn gehabt. Schön, dass Sebastian hier im zweiten Rennen die Pace vorne mitgehen kann und hier ums Podium kämpft. Michael Draxler, wir sehen es hier, ist jetzt hinter Eugen Schaf zurückgefallen. Der hatte da irgendwo einen kleinen Wackler drin. Das verschafft natürlich Josephine vorne unserem Leader erstmal ein bisschen Luft zum Atmen hier. Michael Draxler loses his car. Oh no! He rides the curb, but he can't prevail a crash. Eugen, his teammate, can go by and he loses a lot of time. Wolfram hier ein sehr solides zweites Rennen auf P6, hat seinen Teamkollegen vorne im Blick. Der ist weniger als eine Sekunde von ihm entfernt. Ich schätze mal, da wird Wolfram ein Stück mehr zufrieden sein wie in Rennen 1. Dann hier haben wir Byron Long auf P7, P8 Manning Grinham, P9 dann Don Runkle Jr. und der letzte Top 10 Platz Kleber Botaro Mora. Wir befinden uns in Runde 7 von insgesamt 20, also haben wir schon ungefähr ein Drittel geschafft und immer noch ein sehr sauberes und faires Rennen hier. Bin ich sehr begeistert heute. Vor allen Dingen das Finish im ersten Rennen im Mittelfeld, das hat mich fast vom Hocker gerissen. Absolute Sahne, was die Jungs und Mädels heute hier liefern. Ich habe ein bisschen da bei den anderen so rumgeguckt. Und das, obwohl heute einige unserer Superstars hier fehlen, wie Adam, Tommy und Leon. So schaut das aus hier. Es schaut so aus, als ob das Team Colt Braun heute ihre Chance nutzen und richtig dicke Punkte einfahren. Während ganz vorne unsere Josie hier das komplette Feld im Griff hat. Sie hat ja mit die schnellste Pace und macht am wenigsten Fehler. Ein mehr als beeindruckender Einstand in unserer Serie. Ach du Schande. Oh no. Michael Draxler hat einen Unfall und Sebastian kracht rein. Draxler hat sich vor mir gedreht und hat... Dein Auto ist krummt, Sebastian. Ja, ich weiß. Michael kann da weiterfahren, aber Sebastian muss an die Box. Ach, schade. Byron, be careful. Michael Draxler moves a little bit too fast into the corner and lose the car. Oh, Sebastian should have had Code Brown on his car. Sebastian chose the wrong side. But where he's at now, he wouldn't know it. You know, it looks like he would go to the inside. And Sebastian's car is destroyed. Yeah, from my point of view. It's not visible for me. The car looks okay. Und wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Auch da schaut man hin. I think only... I think his left rear is a bit out of alignment. I could be wrong. Only Sebastian has better. Today Russell has some problems to keep the car on track. Russell. Yes. You might be good at drifting, so think about that. I don't want to drift. But I'm getting the hang of it. Yep. Yeah. Draxler's left rear is at a really bad angle, apparently. Und Byron sagt gerade, von hinten sieht so aus, als ob Michael Draxlers Auto beschädigt wäre. Schauen wir mal, noch hält er sich hier auf P5. Pascal Steinke und Wolfram Fund konnten da vorbeigehen. Ist er auf die Strecke gerollt oder was? Ja, er hat sich vor mir gedreht und hat die Bremsen nicht gehalten. Ich habe schon gebremst und bin ganz an den Rand gefahren, aber er hat mich trotzdem nicht getroffen. Die Jungs machen jetzt hier richtig Druck von hinten. Byron will da nach vorn. P6 ist jetzt schon ein Top-Ergebnis. Hinter ihm P7 Manning Grinham, P8 Don Runkle Jr. und auf dem 9. Kleber Botaro Mora, der jetzt wieder ein bisschen zurückgefallen ist. Von hinten hat Robert Simpkins aufgeschlossen. Very sorry, but my German UK time listen up. Hope Sanford has gone well. Von Thomas Wording. Und wir haben schon den nächsten Zwischenfall zu vermelden.
Tommy, when you are back. Schalten wir auch da mal hin. Michael Draxler again loses his car in the chicane. I might have just clipped him. And Byron behind him overtook him. It was very, very close. Wow. Oh, come on. Also for Manning Grinham and Don Runkle Jr. Ja. Michael scheint da jetzt erhebliche Probleme zu haben. Aber wir müssen die Box fahren, da sagen. Und unser Byron ist inzwischen auf P5 angekommen. Wow. Ist er langsamer? Michael ist da bis auf P8 zurückgefallen. Ja, er ist auf 8 zurückgefallen. Und natürlich Probleme mit dem Auto auf der Strecke zu halten. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit. Da ist noch ein ganzes Stück Weg zu gehen für Michael. Schauen wir mal, ob er da durchkommt. Vor ihm auf P7 Don Runkle Jr. Wieder ein solides Rennen und ein solides Ergebnis bis hierher. We are now halfway to the finish. Absolut überragend. Vorne an der Spitze hier unsere Josephine, die das Rennen kontrolliert. Immer so ungefähr 3 bis 3,5 Sekunden Vorsprung auf Eugen Schaf. Ja, du bist auf dem 13. Platz an 13. Place. Der hier sich aber auch heute absolut keine Blöße liefert und wieder auf einem mehr als soliden Podiumsplatz liegt. Aktuell auf Platz 3 Pascal Steinke und P4 unser Wolfram. Das sieht doch richtig gut aus für die Jungs von Kaltverformung. 20 Sekunden. Hier haben wir Eugen mal im Bild. Ungefähr 3,5 Sekunden immer im Rückstand zu Josephine. Kann aber die Pace von ihr mitgehen. Dahinter Sebastian, jetzt mit runden Rückstand nach Reparaturstopp wieder aus der Box rausgefahren. Dann haben wir hier mal unseren Pascal. Hat so ungefähr 2,5 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Wolfram Fund. Und der wiederum dann noch einmal 2 Sekunden ungefähr auf Byron. Das zweite Rennen hier läuft für Wolfram wesentlich besser wie Rennen 1. Absolut fehlerfrei unterwegs, schleicht er sich hier so langsam nach vorn. Allerdings ist das nicht viel Vorsprung, was er da hat auf unserem Byron. Und ihr wisst, Byron ist halt auch richtig schnell unterwegs. Bisschen mehr als eine Sekunde dahinter Manning Grinham auf P6 und sein Teamkollege Don Runkle Jr. auf 7. Das müsste auch solide Punkte geben für das Mist Apex Racing Team. Dann haben wir auf 8 Michael Draxler, auf 9 Kleber Botaro Mora und den letzten Top 10 Platz hat Robert Simpkins inne. P11 dann Jan Stefan. Und der letzte in der Führungsrunde auf 12 Bill Nessemis. Runde 12 und Manning verliert jetzt so langsam ein bisschen den Anschluss nach vorn. Byron ist da schon 2 Sekunden weg. Wird immer noch verfolgt von seinem Teamkollegen Don Runkle. Oh no, Manning spin and crashed with his teammate Don. Friendly fire. Oh no. Und ihr habt es gerade gesehen, ach wie unglücklich, schauen wir gleich nochmal. Until now, then such a good race from both guys. Bill hat mich auch gedreht in der Schikane. Und ihr hört es gerade, da gab es noch einen Zwischenfall. Don can continue, but he lost a piece of his front wing. Manning Grinham a little bit too fast into the corner and he loses his car. I did. And his teammate Don Runkle came around. Oh no. And crashed into him and drives over him. I think it's better for him to take friendly the fire and Don destroyed his car. Yeah. And he's make a pit stop. Yeah. Titanium Bill. Bill Nessemis also has some problems today to keep the car on track. Yes. But there's enough space, nothing happened and he can go on. Wie es aussieht, kann Manning trotz seines Zwischenfalls weiterfahren. Aktuell P9. Brown streamt auch, oder? Was? Und Brown streamt auch? Don Runkle Jr. wird ein schwer beschädigtes Fahrzeug haben nach dem Crash mit seinem Teamkollegen und ist jetzt erstmal an die Box gefahren zur Reparatur. Discord, glaube ich, oder? Ja. Ach, das lief bisher so gut für Don Runkle. Schade. Ich schon die ganze Zeit auf Twitch, aber findet nichts mehr. Hier vorne alles beim Alten. Josephine kontrolliert das Rennen vor Eugen Schaf und Pascal Steinke. Allerdings liegt Pascal schon 15 Sekunden hinter der Spitze. Wer war denn am besten im Qualifying? Josephine? So. Ihr habt es vorhin im Qualifying gesehen. Die ist genau am Schluss die letzte Runde gefahren. Josephine und die Code Braun Jungs hatten hier das beste Timing. In der 25. Minute. Mit Slicks. Und unten in Don Runkles Switch habt ihr es bestimmt gesehen. Skeletor ist da nochmal rausgefahren. Schlau. Der kam doch noch der Michael kam doch noch danach. Ja, der hat es aber nicht mehr bis vor geschafft.
Alter, du fährst allen an die Ohren. Wahnsinn. Ja, herrlich. Aber jetzt im zweiten Rennen hat sie nur 3 Sekunden, da kann der Eugene kann die Pace mitgehen. Oh, jetzt ist sie weit draußen. Und Josie gibt hier alles trotz Vorsprung, aber nochmal gut gegangen. Und sie wird jetzt hier als Leader die Runde 15 eröffnen. Das heißt, wir haben 3/4 des Rennens schon geschafft. Es gab einen Unfall. Bill und Pascal. Sebastian liegt hier auf P12 trotz Reparaturstopp und jagt Don Rangel Jr. Das gibt auch noch ein paar Punkte. Pascal ist auf P15 gefallen. Und Pascal hatte hier gerade einen Zwischenfall mit Bill Nessemis. Ja, der hatte Den schauen wir uns jetzt direkt auch gleich nochmal an. Oh yeah, Bill again. He missed his breaking point and crashed into Pascal Steinke. It looks like a revenge foul for Thomas Willershausen in the first race. Yeah, the revenge. But Bill isn't in my team. Yeah, Bill overcooked his tires. He didn't have a good setup for this track. Oh, und der Zwischenfall hat Pascal bis auf P5 nach hinten zurückgeworfen. Byron Long jetzt aktuell auf dem 4. Platz. Ein Wahnsinnsrennen für ihn bisher her. Michael Traktor P6, Robert Simpkins P7, Kleber Botaro Mora aktuell auf P8, Manning Grinnen auf 9 und Jan Stefan aktuell der Letzte in den Top 10. Wow, da ist hier so einiges los im zweiten Rennen. Manning liegt hier auf einem soliden 9. Platz, trotz seines Zwischenfalls mit seinem Teamkollegen. Für Don Rangel, wie ihr wisst, ist es nicht so gut ausgegangen. Der schleppt sich da mit runden Rückstand um die Strecke. So, was ist an Don Rangel dran? Vorbei. Ich bin sogar schon vorbei. Ja, den Ben, sein Team, der ist hier ein bisschen hinterher, wie es aussieht. Don fährt nochmal in die Box. Oh, und Don fährt jetzt hier nochmal in die Box. Ich glaube, der wird jetzt sein Fahrzeug abstellen. Der hat auch die Schnauze voll. Der ist gerade 10. und wie weit ungefähr habe ich jetzt die Probleme? Ach, das ist wirklich sehr, sehr schade. Die ersten 3 Rennen der Saison sind so toll gelaufen für Don. Jan Stefan, kann das sein? Und wir hatten den nächsten Zwischenfall. Auf 10 kann das vielleicht gehen, ja. Schalten wir direkt mal hin. Oh no. Byron here on P4, too fast in the corner and he loses the car. Oh no. Yeah. Pascal Steinke and Michael Draxler can go by. Abstand, boah, keine Ahnung, ey. 16 Sekunden von das Land, ne? Ach Mann, ist das schade. Und wieder macht sich Byron ein Top-Ergebnis durch einen kleinen Fehler kaputt. Ist hier auch P7 hinter Robert Simpkins zurückgefallen. Wir befinden uns in Runde 16, also haben wir es gar nicht mehr so weit bis ins Ziel. Robert Simpkins ist unterwegs. Bisschen mehr als 3 Runden haben wir noch und Robert Simpkins vorne ist immer noch im Blick. No! Oh. Ach, und da hat Byron jetzt ein bisschen den Faden verloren, fliegt er erneut ab und Kleber geht vorbei. Byron here moves a little bit too fast into the corner. He came on the curb with the right rear. The chassis is riding on curbs. Rolle auf 3. Ja. The right side was a little bit too Top-Rennen narrow. von Rolle. Yeah. Top-Race. Byron hat sich gedreht. Ja. Von all dem Trubel bekommt unser Vierter hier vorne, Josephine, nichts mit. Der liegt inzwischen nur noch bei 2,5 Sekunden. Max, das hat immer noch mit dem taktischen Auto durch die Gegend. Alter. Vielleicht wittert der Eugen noch mal seine Chance. Er ist aktuell schneller als Josephine unterwegs. Wolfram auf P3, wow. Bulle hat sich hier still und heimlich im zweiten Rennen nach vorne gearbeitet und ein Podium, das wäre hier absolute Sahne. Den würde ich ja eigentlich mindestens noch kriegen. Allerdings ist sein Teamkollege noch in Reichweite. Schauen wir mal, wir sind gerade in Runde 17 von 20, also haben wir nicht mehr so viel zu gehen. Robert Simpkins auf Platz 5 kämpft er noch mit Michael Draxler um die Position. Auch ein absolutes Top-Ergebnis für Robert heute hier. Über 20 Sekunden auf jeden Fall. Er hat sich nach seinem Zwischenfall am Start wieder zurückgekämpft und liegt hier auf einem mehr als respektablen 5. Platz. Das gibt ganz, ganz viele Punkte auch für die Teammeisterschaft. Kann ja Michael Draxler in Schach halten, der allerdings auch mit einem wunden Auto zu kämpfen hat. Ah, der Robert Simpkins hält den gerade so ein bisschen auf. Ja. Halt mit dem kaputten Auto ist er schneller als Simpkins.
Und hier gibt es jetzt vielleicht noch eine Neuauflage des Duells vom ersten Rennen. Byron Long gegen Kleber Botaro Mora. I tried to avoid you, I just had nowhere to go. Bill Nesamis kämpft sich hier auf P12 durchs Rennen. Dafür gibt es allerdings ein paar vernünftige Punkte. Ach und schade, unser Don Runkel Jr. hat sich jetzt für heute endgültig verabschiedet und auch seinen Stream beendet. Und hier vorne Eugen hat jetzt wieder eine Sekunde von seinem Rückstand runtergefeilt. Josephine muss irgendwo einen Fehler gehabt haben. Die hat nur noch 1,5 Sekunden Vorsprung. What happened to Don? Don was 2 times in Pit. Wir sehen es ja hier auch optisch. Eugen kommt da immer näher. Vielleicht hat Josephine jetzt auch hier mit ihren Reifen zu kämpfen. Das wird nochmal spannend hier zum Schluss im Rennen. Schauen wir mal. Unser Bayern, der jagt hier Kleber Botaro Mora. Allerdings ist er jetzt auch wieder ein kleines Stück zurückgefallen. Circa 1,5 Sekunden hat Kleber der Vorsprung auf seinen Lieblingskontrahenten. Und hier auf P5 Robert Simpkins. Da fehlt uns Michael Draxler. Da hat es den nächsten Zwischenfall gegeben. Schauen wir direkt mal, was da passiert ist. I mean, hats off to Traxler if he's got this far with that fucked left rear. Michael Draxler again here. Eieiei. Always too fast into the corner. He loses the car. Oops. But he can prevail a crash. Yep. Und die Spitzengruppe ist jetzt in die vorletzte Runde abgebogen. Wolfram hat nach vorne allerdings schon fast 20 Sekunden Rückstand. Oh, not this again. Josephine und Eugen sind heute in ihrer eigenen Liga. Noch 2 Runden, dann haben wir es geschafft. The last 2 laps fighting with Kleber. Schauen wir mal, ob Byron da noch rankommt. Ich würde es mir wünschen. Das Finish im ersten Rennen war absolut mega. Viel Zeit hat er allerdings nicht mehr. Oh, und hier ist Josephine im Kiesbett und sofort ist Eugen zur Stelle. Oh, das gibt hier nochmal einen heißen Kampf. Eugen greift hier sofort an. Josephine kann aber ihre Position nochmal verteidigen. Oh, die Kamera vom Rennen. Ich gucke hier die ganze Zeit Man Drinnen hier zu. Total uninteressant. Josephine hat einen kleinen Ausritt und Eugen ist direkt dran. Boah, das gibt jetzt nochmal einen richtig heißen Kampf in der letzten Runde. Und jetzt geht's in die letzte Runde. White Flag, Final Lap. Und Josephine biegt da jetzt auch ab in die letzte Runde. Dicht gefolgt von Eugen Scharf. Der geht aber gut über die Grenze. Eugen wittert hier seine Chance auf den Sieg. Wolfram und Pascal hier auf Platz 3 und 4. Aber hier vorne Wolfram, der kriegt dann nochmal Besuch von seinem Teamkollegen. Das wird eine lange letzte Runde für ihn. Aber am spannendsten natürlich die Schlacht um den Sieg hier in der letzten Runde ganz hier vorne. Immer nochmal so ein Faktor mäßig sein. Eugen setzt Josie da richtig unter Druck und sie wehrt sich heldenhaft. Er wartet da nur auf einen Fehler seiner Kontrahentin. Die gibt sich hier aber bisher noch keine Blöße. Ein bisschen mehr als eine halbe Runde muss er noch überstehen. Was für ein sensationelles Finish. Irgendeiner in dem Chat da sagt, dass ein Faktor mäßig ist. Immer Dreierreihen. Beide Rennen heute bis zum Ende spannend. Muss einer sagen. Aber Eugen findet da irgendwie nicht die passende Lücke. Und auch hier Wolfram kann sich vor seinem Teamkollegen halten. Oh, die letzte Kurve für Josephine, dann hat sie es geschafft. Ganz knapp. Die letzten paar Meter. Oh, dann nochmal ein kleiner Wackler. Das wird nochmal knapp Richtung Ziellinie. Eugen ist ganz dicht dran, ganz dicht dran. Das schafft er nicht mehr. Aber wow. Geht da die Zeit aus. Glückwunsch an Josephine. Was für ein Zieleinlauf. Absolute Sahne. Congrats. Ganz herzlichen Glückwunsch, Josephine. Und auch Wolfram konnte seine Position halten. Wow. Wolfram kommt an 3. Position, direkt hinter ihm Pascal Steinke. Wolfram in Dirt und Pascal on 4th Position. Pascal rettet nach seinem Zwischenfall P4 ins Ziel. Sehr schön. Auf 5 dann hier Robert Simpkins. Ein Top-Ergebnis. On 5. Top result. His teammate Kleber on 6th position and behind him Byron.
P7 Solitary. Not this time, Cleaver. Good race tomorrow. Auf Platz 8 rettet sich Michael Draxler ins Ziel. Dann haben wir hier noch einen Kampf. Manning Graham gegen Jan Stefan, die Plätze 9 und 10. Und Manning kann sich da durchsetzen. Und trotz aller Zwischenfälle hatten wir heute, glaube ich, 2 sehr spannende und schöne Rennen. Ja, geil. Alles überstrahlt hat natürlich unsere Josephine hier mit ihrem Doppelsieg, wobei sie es im zweiten Rennen richtig schwer hatte. This was an awesome race. Absolut awesome race from Josephine. She raced really well that day. Great driving from her. Das finale Endergebnis haben wir oben eingeblendet. Thomas Willershausen ist gar nicht mitgefahren. Er war nach dem ersten Rennen wahrscheinlich sauer. Ja. But it was absolute awesome race. Leider hat sich Thomas Willershausen nach dem ersten Rennen ausgelockt und hat sein Team hier ein bisschen im Stich gelassen. Da sind wertvolle Punkte flöten gegangen für das Team Northern Winter. Sehr, sehr schade. Ja, liebe Zuschauer, und da bewegen wir uns auch schon Richtung Ende. Das nächste Rennen dann in 3 Wochen in Amerika und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, das wird genauso spannend wie die beiden Rennen heute. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch alle wieder. Bis dahin, lasst es euch mal alle gut gehen. Ja, bei der Eugen auch noch 3 super gemacht. Wir haben eine neue Doppelsiegerin, eindrucksvoll, hat sie hier die Jungs mal ordentlich versohlt. Aber am Schluss ist es nochmal ganz schön knapp geworden. Er hat einen Fahrfehler gemacht und Eugen war ganz dicht dran. Und hat da am Schluss noch die letzte Runde um Sieg gekämpft. Also das war kein Selbstläufer. Ja, da sind so 2, 3 Daten, die da das Wasser reichen können, aber dann... There's Thomas. Yeah, hi Russell. You on 14th place, you got 2 points today. Well, if you look at both races, I tried to give you guys as much highlight footage of wrecks as you could get. Because I hit everything but a tree. I got the tree. I killed Manning. I killed Manning. That was terrible. They killed the Manning. They killed the cannon. You bastards! I spun it from somebody and they just ran me over. My fault. Mea culpa. I hate this track. I really hate it. I hope we do it again next week. I didn't like the
Kommt dran. Not this time, Cleaver. Good race tomorrow.